Ja, heute habe ich meinen ersten Sturm mitgenommen. Ich bin schön gerade eben durch den Sturm mit meinem roten Poncho gefahren. Es hat ordentlich gepfiffen und es war auch mal ein guter Praxistest. Also die Hose ist zwar etwas nass geworden, aber das ist ja das geringste Problem. Bin also sehr gut durchgekommen mit meinem Poncho. Genau. Wir haben es jetzt 16 Uhr und ich komme bald bei Dabgi an der Küste. Und ich muss auf jeden Fall noch mal ein Fahrrad laden, weil mir heute bei der Kirche, die ihr im Video gesehen habt, der Fahrradständer gebrochen ist. Ein Zeichen Gottes, wer weiß schon. Und ich brauche einen neuen Fahrradständer. Aber ich werde wahrscheinlich erst morgen zu dem Fahrradgeschäft fahren. Ich habe schon die Öffnungszeiten gecheckt, es hat morgen auch auf. Und werde bei Dabgi an der Küste unten in die Gegenrichtung abbiegen, noch mal ein Stück. Und dann mal schauen, wie es da mit Wildcampen, mit Plätzen aussieht. Genau, jetzt bin ich hier in Repskovo, oder wie das heißt. Das kleine Schild da unten, wie ihr sehen könnt, zeigt auch noch die Eurovelo 10. Die ist super ausgeschildert. Man braucht eigentlich wirklich gar kein Navigationsgerät. Die Beschilderung ist bisher wirklich sehr gut. Und an der Stelle muss ich auch noch mal sagen, die Fahrradwege scheinen mir teilweise recht neu zu sein. Und die sind größtenteils echt erste Sahne. Besser als häufig die Hauptstraße, also die Autostraße. Ich kann es euch mal kurz zeigen hier. Also wirklich, als würde man hier auf dem VIP-Bereich fahren. Also die Fahrradwege sind bombastisch bisher. Also bisher der Teil Polens, den ich befahren habe an der Ostseeküste, der ist wirklich super. Wirkt alles recht neu. Ja, ist echt eine Freude. Kann ich nur empfehlen, diesen Radweg mal zu fahren. Also raus mit euch. So, ich fahre mal weiter. Geht weiter. Ja,
Ja, ich bin ja vor uns durch Dugby gefahren, ganz kurz nur, und hatte mir schon die Route ausgesucht. Das heißt, ich bin jetzt wieder entgegengesetzt etwas, ein klein wenig an der Ostseeküste gefahren. Man konnte sozusagen auch nicht hier durchfahren, deswegen bin ich auf der Eurovelo 10 um diesen See einmal ringsrum gefahren, also ein kleiner Umweg sozusagen. Wahrscheinlich ist da hinten Naturschutzgebiet oder was weiß ich, warum man da nicht durchfahren kann. Ja, und jetzt habe ich hier einen sehr schönen Ort gefunden. Wo der Wind wieder ordentlich pfeift, diesmal aber ein bisschen windgeschützt. Ja, und wahrscheinlich wieder einen hervorragenden Blick aufs Meer. Juhu. Ah, jetzt sieht's schön. Ah, das sieht echt traumhaft aus. Lass deinen Zorn raus, lass es winden. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Ja. Und ich habe heute gut Strecke gemacht. Richtig gut Strecke. Ja. Ja, ich bin doch noch mal weitergefahren, weil die Stelle, die ich mir vor uns ausgesucht hatte, im Wald hier sind halt viele Bäume, die nicht so die Bodenfestigkeit haben. Und da es sehr windig ist und ich heute auch eine Sturmwarnung bekommen habe von Samsung irgendwie der Wetter-App, ich jetzt aber nicht weiß, ob heute irgendwie noch was kommt oder ob es das schon war, habe ich mich entschieden, doch noch einen anderen Platz zu suchen. Musste noch mal 1 Kilometer oder so fahren. Und habe dann hier was gefunden, wo ich sozusagen nicht von einsturzgefährdeten Bäumen umgeben bin. Ja, mein Zelt habe ich auch schon aufgebaut. Ach ja, ich wollte es erst da oben vor uns aufbauen, mitten auf der Düne, aber oh, der Wind, der hat mich richtig, aber richtig fertig gemacht. Unterschätzt das wirklich, da oben ist ein Wind des Wahnsinn. Hier hinter der Düne, das ist schon wesentlich angenehmer. Oh, ich bin vor uns fast, ich bin auch halb ausgerastet, weil einfach das Zelt nicht aufbauen lassen hat. Naja, die Heringe, die halten halt in dem Sand nicht so gut, deswegen war es halt unter erschwerten Bedingungen. Ja, ein Feuer mache ich hier heute auch nicht, weil bei dem Wind, ach, da lohnt sich ein Feuer meines Erachtens nicht so sehr. Das brennt ja weg wie sonst was. Nee. Ich zeige euch noch mal kurz den Ort. Hier. Ich werde jetzt erstmal gleich was kochen. Dann kann das Essen erstmal noch eine Weile ziehen und dann werde ich mich nachher nur auf meinen Campingstuhl begeben. Noch ein Bierchen trinken, nach dem Essen noch eine Pfeife rauchen und dann einfach entspannen. Ich bin echt verspannt, weil ich halt so lange auf dem Fahrrad war und jetzt so lange, doch noch länger als gedacht, dass ich auskundschaften musste. So, ich zeige euch mal den Ort. Ja, hier werde ich heute
schlafen. Den schönen Wellenrauschen. Jihi. Baden werde ich heute nicht mehr gehen, der Wind ist schon recht kalt. Da habe ich heute keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es morgen wird. Vielleicht morgen. Ah, herrlich, herrlich. Ja, heute fing der Tag alles andere als normal an, denn heute Morgen hat es natürlich geregnet und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, trotzdem mein Zelt einzupacken und ja, dementsprechend war alles auch noch etwas nass, was jetzt nicht so schlimm war, aber ich konnte halt eine Weile nicht filmen, weil es halt geregnet hat und dann hat man Regentropfen in der Linse. Und ich habe noch keine Möglichkeit oder noch nie dran gedacht, eigentlich so ein kleines Dach für die GoPro vielleicht mal zu besorgen, dass man oben so einen kleinen Regenschutz drüber macht. Genau, wäre vielleicht für solche Aktionen ganz nett. Ja, mein Zelt, das habe ich schon mal aufgebaut, das trocknet. Wie gesagt, das ist noch alles etwas nass. Habe hier einen sehr schönen Platz gefunden an der Eurovelo 10 Route, der so ein bisschen verlassen ist auch. Also wir sind zwar ein paar Leute und ein paar Radfahrer. Gibt sogar eine Feuerstelle, also wenn man will, könnte man hier noch ein Feuer machen. Genau, und hier ist halt ein See, weil ich muss das zweite Mal jetzt an der Ostseeküste quasi ja, kann man an der Küste nicht langfahren, da sind keine Wege. Ist quasi jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich um einen See fahre, der halt nah an der Ostseeküste dran ist. Genau. Ansonsten bin ich heute einmal von der Eurovelo 10 abgekommen. Manchmal ist die Beschilderung, kommt es mir so vor, also entweder fehlt da manchmal ein Schild vielleicht schon oder ich habe es einfach nicht gesehen. Dann habe ich mit Google Maps sozusagen eine Route mir ausgesucht und ich bin übers Feld gefahren. Also der Abschnitt war echt kacke. Ich habe es zwar gemeistert und es war an sich kein Problem, aber der Abschnitt war ein bisschen kacke. Also es lohnt sich schon, die Eurovelo 10 immer im Blick zu behalten, weil die Erfahrungen, die ich bisher auch gemacht habe in Polen mit der Eurovelo 10, die waren super. Also wirklich top. Die Fahrradwege sind echt bisher top gewesen, also kann man sich gar nicht beschweren. Ja, ansonsten, ja, der Regen halt, ne? Es hat halt heute ordentlich geschüttet insgesamt, über den ganzen Tag gesehen. Und ich hatte dann eigentlich war beim Lidl einkaufen und hatte dann so eine Situation, oh, da habe ich richtig abgekotzt, das hat mich richtig genervt. Und zwar habe ich mein Fahrrad, also ich habe ja momentan kein Fahrradständer. Fahrradladen schließt um 14 Uhr. Ich habe es nicht geschafft, 14 Uhr heute bei diesem Fahrradladen zu sein. Und wie gesagt, der zweite Fahrradladen ist auch 14 Uhr dicht gewesen. Also angeschissen bin ich immer noch ohne Fahrradständer. Ich überlege dem vielleicht mal noch, da ich jetzt hier ein Dach habe,
den zu leimen und unten nochmal anzubringen mit Sekundenkleber. Keine Ahnung, vielleicht hält das noch mal eine Weile. Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren. Aber wenn, mache ich das wahrscheinlich eher morgen. Heute werde ich ganz bestimmt nicht mehr hier werkstattmäßig rumbasteln. Ja, mein Schlafsack, den trockne ich auch noch etwas. Schlafsack war auch noch ein bisschen ganz leicht feucht vom Gefühl her. Gucken, ob die Regentropfen hier drankommen. Nö, sieht gut aus, das Dach reicht genau. Ja, und ich bin einfach glücklich, hier dieses Dach hier zu haben, heute mal bei dem Regen. Da mich auch mal drunter setzen zu können, wenn ich das will. Genau, dann in Ruhe kochen zu können. Das heißt, es nur noch schmecken lassen. Lecker. Lecker. Was Besseres kann man sich Outdoor nicht wünschen. Eine richtig schöne warme Mahlzeit. Einfach nur yummy. Yum, yum, yum. So, ich esse mal weiter. Guten Morgen. Ja, ich habe hier gestern noch schön am Feuer gesessen. Bis relativ spät in die Nacht, vielleicht 12:30 wahrscheinlich. Gegen 1 bin ich eingeschlafen. Ja, hier ist schon recht viel Betrieb an der Stelle. Also hier kommen ab und zu mal ein paar Autofahrer, die für 5 Minuten mal hierher fahren und wahrscheinlich kurz gucken und dann wieder fahren. Wo ich mir immer denke, toll. Fahrradfahrer waren ja auch schon unterwegs. Ja, ist auf jeden Fall eine gut besuchte Stelle hier. Und ja, ich habe mir jetzt entschlossen, baden zu gehen. Es ist kalt, es weht etwas Wind. Aber was tut man nicht alles, um auch wieder mal die Haare zu waschen, um den Körper mal wieder reinzuwaschen. Genau, deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt baden zu gehen und keine Angst. Ich werde weder ins Wasser springen, noch diese Haltung einnehmen. Ich werde da hinten zur Leiter gehen am Steg und dann ins Wasser hinabsteigen und wahrscheinlich einmal laut schreien. Genau. Ich hoffe, die Schwäne tun mir nichts, obwohl ich kann auch hier die Leiter nehmen. Ich sollte nicht zu nah an die Schwäne kommen. So, jetzt geht's abbaden. Das wird arschkalt. So, jetzt einmal kurz runter.